herzliches Willkommen zu einem neuen Video, war schon länger wieder her und wir sind diesmal auf dem Weg in die Türkei. Die Einreise, über die sprechen wir ein bisschen und über unsere ersten Eindrücke und ja, die Einreise war schon mal spannend, wir sind über Bulgarien eingereist und ja, auf der bulgarischen Seite war das noch alles ziemlich einfach und dann auf der türkischen hat es dann langsam angefangen mit Stau und ja, wir hatten Papiere, die uns gefehlt haben, ne? Ja, da wurde uns ganz deutlich gesagt, dass das halt jetzt Asien ist und kein Europa mehr. Ne? Die bräuchten halt Green Card. Haben wir ein paar Mal wiederholt gesagt gekriegt, ne? Fürs Auto, die Versicherung und so weiter. Ja, hatten wir natürlich nicht, weil wir das in Deutschland halt bisher nicht gebraucht hatten und nie irgendwie angefordert hatten. Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis man das angefordert hat bei Versicherung. So eine halbe Stunde oder? Ja, ich habe das dann online, irgendwie den Geistesblitz online gehabt. Wir haben da halt über Serbien und so weiter hat man das nie gebraucht, ja. Erst ab der Türkei. Stand irgendwo nicht drinnen, man kann sich so gut vorbereiten, wie man möchte. Irgendwo übersieht man dann trotzdem was. Ich habe mich so ein bisschen zu sehr auf die Autobahn fokussiert. Da kommen wir auch noch dann drauf. Und ja, irgendwann ging es dann online, haben wir eine Dame gefragt, die da draußen stand, irgendwie die hat eine geraucht oder irgendwie jemand gequatscht und die meinte dann, online geht es auch, also digital. Und das war unser Glück, sonst wären wir dann noch heute gestanden, weil laut E-Mail oder irgendwie Info stand dann 2 bis 3 Tage dauert das. Ja. Aber es ging dann digital und ja, dann ging es ja weiter. Wir sind dann. Wir wollten eigentlich schon mal zur zweiten Station und da hieß es aber, nö, ihr müsst nochmal zurück, da müssen wir eure Auto durchsuchen, halt mal gucken, was ihr habt, ob ihr private Sachen, ob ihr etwas habt, was nicht durch die Grenze mitgenommen werden kann. Ja, das hat genau 1 Sekunde gedauert, ob es privat ist oder nicht. Dann sind wir auch wieder schon mal los, ne? Ja, vor allem wir haben uns ja gefreut, dass wir die Green Card haben und der uns durchwinkt und dann direkt los und dann stehen wir bei dem nächsten Schrank und der sagt, ja, wir stehen nicht drinnen, ne? Ein Kennzeichen, die geben da per Funk das Kennzeichen durch, dass es in Ordnung ist. Ja, dann Rückwärtsgang und gegen die Fahrtrichtung wieder zurück. Und ja, wir haben uns da sehr berühmt gemacht, auf jeden Fall auf der Grenze. Aber schon die Grenze, ne? So ganz stolz mit der Statue davor. Mit Atatürk. Ja. Viele Fahnen, viel Militär. Direkt so einen Stolz, ne? Was man auch zeigen kann, denke ich, in heutigen Zeiten. Also vielleicht nicht überall, aber dort. Ne? Ja, da hat auch direkt angefangen mit so Schildern, wo wir losgefahren, ne? Achtung Schweine und so Sachen. Wo man hier halt sieht, Achtung Rehe oder sonstiges Wild, ne? Da hat man halt die Schweine gesehen, überall auf der Straße. Schweine oder Kühe oder so. Und Kühe, ne? Aber ansonsten die Autobahn, wir sind dann bis nach Kirklarelli gefahren, das ist so eigentlich die erste größere Stadt. Ja. Haben dort dann 2 Nächte verbracht. Also ich war von der Autobahn von Anfang an begeistert. Ich weiß gar nicht, ob das eine Autobahn war oder nur eine Schnellstraße. Auf jeden Fall ist es nicht mautpflichtig. Also bis nach Kirklarelli und noch ein paar Kilometer weiter ist alles kostenlos. Ja. 2 oder 3 spurig, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also 2. Sehr, sehr top, war sehr, sehr heiß. Aber und kaum Autos. Ja, und alle paar Kilometer ein Militärposten. Ja. Das war aber dann nur von der Grenze weg. Ja. Ins Landesinnere dann hat sich dann abgewechselt mit Polizei, glaube ich. Dann aber davor ein Militärposten und aber auch in die andere Richtung Grenze. War auch mal was Neues. Man kennt es, glaube ich, so ein bisschen eher aus Irak oder irgendwie in Filmen über Afrika. Diese ganzen Militärposten irgendwo auf den Straßen, so kenne ich es zumindest, aus irgendwie Filmen. Aber die waren alle harmlos, also die sind da eigentlich gesessen und gleich am Handy mehr gedaddelt. Ja. War auf jeden Fall cool. Dann sind wir Kirklarelli reingefahren. Ich nenne es noch immer eine Wüstenstadt. So halbwegs war das auch so, ja. Ja, also gleich mal so eine Moschee, dann besondere Kreisverkehre, an die hat man sich auch gewöhnen müssen, dass man im Kreisverkehr eine Stopptafel hat. Das muss man auch mal wissen, dass man da nicht durchfahren darf. Ne? Ja. So 3 goldene Regeln sind das mit der Stopptafel in dem Kreisverkehr, mit den Zebrastreifen, dass die halt nicht für uns gedacht sind. Also sind es zwar für uns, aber du darfst ja durch, wenn es frei ist. Ne? Ja, also wenn kein Auto unterwegs ist, dann darfst du erstmal durch. Ich habe das probiert mit meiner Tochter.
die sind uns fast über die Füße gelaufen. Ne? Also ich darf da nicht durch, wenn da Autos fahren. Ne? Und das dritte, wer größer ist, der hat Vorfahrt meistens. Ne? Habe ich das Gefühl gehabt. Autofahren war auch spannend, obwohl das eher eine Soft war. Das war ein Soft-Einstieg zum Istanbul, den wir auch mal euch im nächsten Video vielleicht mal bestimmt mal vortragen werden. Aber das war gut, dass wir erstmal direkt in so einer Wüstenstadt mal ein paar Tage übernachtet hatten und uns so ein bisschen mal softe Einstieg, sag ich mal. Ne? Vormittags hat man dann gemerkt, es ist noch ruhig, die schlafen anscheinend so bis 10, 11 Uhr und so ab 15 Uhr fängt das Leben an oder man merkt am Verkehr dann, also da in der Stadt drinnen dann, wo diese Fußgängerbereiche sind, wo dann plötzlich ab 18 Uhr steht dann alles, ne, im Kreisverkehr, da wird nur noch gehupt. Das mit dem Hupen, an das habe ich mich gewöhnen müssen. Also wenn Bulgarien war sicherlich mal... Ich glaube, das lernen die in der Fahrschule schon. Lass mal deine Hand drauf, ne? Das wirst du brauchen. Also die hupen schneller, als wir blinzeln können. Bei den Ampeln ist es wie ein Formel-1-Rennen, also sobald es da auf Gelb geht, ist schon das Gaspedal gedrückt und die Hupe gleichzeitig. Es ist Autofahren ein Ticken stressig, aber wahrscheinlich gut, dass wir Bulgarien vorhatten, dass man so ein bisschen vorgewarnt ist. Ansonsten ist man so ein bisschen am Anfang überfordert. Und wie gesagt, der Kreisverkehr, das war überraschend. Vor allem die Stopptafeln sind so komisch hingestellt, man weiß nicht, für wen es gilt. Naja, die sind ja wahrscheinlich durch die LKWs halt verschoben worden, ne? Weil die auch so fahren, wie es geht. Halt, ne? Denke ich. Ja, übernachtet haben wir in einem Hotel, ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt ist. Marbella oder irgendwas. Blenden wir ein. Ich glaube 90 € mit Frühstück. Für 2 Übernachtungen, ne? 2 Übernachtungen, 2-mal Frühstück, also fand ich jetzt in Summe okay. Zentral gelegen, man ist da gleich in 5 Minuten beim Minimall gewesen und in der Stadt, 5 bis 10 Minuten. Nachteil ist eine Moschee daneben. Am Anfang ich habe nichts mitbekommen. Also alles. Bei mir ist es ein anderes Problem. Ne? Aber am Anfang glaube ich gar nicht das Problem, irgendwo nach einer Zeit, das ist glaube ich 5-mal am Tag oder so, das dröhnen die Lautsprecher da. Ist so eine eigene Sache. Das Hotel selber war in Ordnung, natürlich wie man es kennt, die Lobby, alles schön und piekfein, Gold und so weiter und die Zimmer auch schön, sie waren mal schön, so ein bisschen der Putz von den Wänden. Und aber das ist glaube ich allgemein in Türkei. Aber es war in Ordnung, also das Hotel war, Frühstück war auch sehr gut, vor allem im Nachhinein war es sogar sehr gut. Gewöhnungsbedürftig. Wir hatten da irgendwelche Osteuropäer noch hinter uns, die haben halt keinen Kaffee gekriegt. Die eine ist da auf die Barrikaden weggegangen. Also auch sehr unhöflich. Es gibt halt nur Tee zum Frühstück und für den Kaffee muss man halt so ein bisschen nett fragen. Ja, weil die halt das nicht gewöhnt sind. Die trinken halt Chai zu allem und fand ich auch nett, dass man da die Kultur halt auch kennt. Man kann auch netter fragen, klar. Fragen kostet ja nicht, aber so wie sich die Leute da aufgeführt haben. Also da kommt bei mir dieses Fremdschämen auf, ne? Ja. Da muss nicht sein. Was haben wir sonst noch? Genau, nach der ersten Nacht ein kleiner Fauxpas passiert, ne? Ich gucke da aus dem Fenster und denke mir irgendwas sieht am Auto komisch aus, wenn die Straße vor dem Hotel war, glaube ich, 10 Meter breit. 10 Meter, ja. Da passen 4 Autos durch. Ja. Wir haben ziemlich weit am Rand geparkt und der Seitenspiegel von der Fahrerseite war auf der auf der Straße quasi, in Richtung Straße. Genau. Und ich bin dann hingegangen und sehe, da ist irgendwer dagegen gefahren oder irgendwie ist es komplett zersplittert gewesen. Aber der war noch nett, der hat uns alles da zu ordnen. Er wollte es noch zusammenbasteln. Das Blech hat er noch drauf gemacht. Er hat Lego gespielt in der Nacht. Der hat die Splitter weggeräumt, dass wir nicht nochmal über die Splitter fahren vielleicht. Also er hat sich Mühe gegeben, das irgendwie zu vertuschen, aber es war, ich weiß auch nicht, wie der da hingefahren ist. Was ein Motorradfahrer, der besoffen war. Ja gut, kann ich mir gut nachvollziehen. Ne? Hier Handy, hier Motorradfahrer, hier irgendwelche Pizza-Lieferant oder keine Ahnung, schnell oder halt ein Auto. Auf jeden Fall war das der erste Schock, wo wir dachten, herzlich willkommen, neue das Welt. Das noch in Türkei, ne? Ja, und dann eben die Reise war danach auch lustig, das erzählen wir auch im Istanbul-Video eben.
mit dem Spiegel dann fahren, weil also eine Werkstatt da schnell organisieren. War irgendwie, das war auch Wochenende, war glaube ich nicht so sinnvoll. Ja, irgendwo werden wir dann eben zum Thema Autofahren noch weiterkommen damit. Das wird uns öfters verfolgen. Ansonsten Kirklarelli war nichts Spannendes, ein paar nette Restaurants. Ja. Preisschock hatten wir, im positiven Sinne. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also irgendwo kamen die Rechnungen und wir dachten so beim Umrechnen, der Umrechnungskurs türkische Lira ist ja etwas komplizierter zum Rechnen, blende ich unten ein. Muss man aber schon nochmal sagen, dass wir noch nie in Türkei waren, beide. Ne? Dass wir halt nicht so wussten, dass da tatsächlich so viel günstiger ist zu Europa. Ne? Also ich wusste es zumindest nicht. Da wo wir in dem Green Restaurant waren zu dritt irgendwie für 10 Euro. Ich habe da gleich 5-mal nachgerechnet, wie viel da rauskommt. Ja. Also die Menschen, die Bedienung dort fanden wir ganz nett. Teilweise haben die auch beziehungsweise haben die entweder Englisch gesprochen oder viel verstanden. Es war sehr wenig Englisch. Tatsächlich haben die mehr verstanden, vielleicht, als die gesprochen haben. Mit Händen und Füßen irgendwie ging es immer, aber Englisch war sehr schwierig dort. Ich fand es spannend, weil die sich bewegt hatten wie die Ameisen. Also so ein fleißiges Volk. Ja. Habe ich nicht erwartet. Weil man vielleicht mal von anderen Ecken ein bisschen etwas anderes kennt. Es wird halt immer negativ geredet. Genau. Klar, Deutschland oder Österreich sind glaube ich, alle so ein bisschen entspannter vom Arbeiten, finde ich im Nachhinein. Ja. Egal ob Deutsch oder Ausländer. Ja. Die Ansprüche sind, glaube ich, nicht so stressig, obwohl es, glaube ich, reserviert, aber das ist ein anderes Thema. War da der eine an der Kasse, der gestanden ist, der kassiert hat, der Bestellungen aufgenommen hat, der dann noch telefoniert hat, irgendwelche Bestellungen, also 3 Sachen gleichzeitig also und dabei noch freundlich bleiben. Dann sind da so viele Kinder herumgelaufen, nicht einer hat irgendwie ein Kind angeschnauzt, die sehr kinderlieb, haben mit dem Teller Lambada gespielt teilweise. War schon beeindruckend, komplett gechillt, entspannt, aber komplett schnell arbeitend. Da ging es zack, 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 ohne irgendwas. Also fast jeder Laden. Natürlich gibt es Ausnahmen, das werden wir dann jetzt sehen. Nur Istanbul gab es so ein paar Ausnahmen. Ich denke mal, da liegt es so ein bisschen am Chef wahrscheinlich und an der Unternehmenskultur. Ich sage mal zu 80-90% sind die ordentlich auf Zack. 7-Tage-Woche, Baustellen und so weiter, nachts arbeiten. Ja. Das war schon alles beeindruckend. Ja, das ist schon ein bisschen andere Welt. Ne? Da steht da nicht ein Schild. Bis 2025 sind wir für euch fertig, ne? Da gibt es sowas nicht, da wird es halt gemacht und gut ist. Genau, also für uns auf jeden Fall komplett neues Land. Ich kann schon sagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Beeindruckend, Eindrücke, vor allem ist halt nicht irgendwie ein Urlaubsort. Kirklarelli ist jetzt die erste große Stadt nach der Grenze. Mit Bulgarien. Ne? Nichts Besonderes eigentlich für die Menschen. Dementsprechend, wir waren nur 2 Tage, fanden es nett und es war ein guter Aufwärmtrip. Dann, auf jeden Fall. Somit war es das für den Einstieg. Das nächste Video wird dann sein über Istanbul, wie wir da hingekommen sind, welche Eindrücke wir da hatten. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon wart mal in Kirklarelli oder wie eure Grenzerfahrungen waren mit Auto, mit Flugzeug, ob ihr da irgendwelche Schwierigkeiten hattet. Wie gesagt, das mit der Green Card war Fauxpas, wir haben daraus gelernt. Somit danke fürs Zusehen, gerne ein Like da lassen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann gerne ein Abo da lassen. Ja. Ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.